Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zurück aus der 4-wöchigen Sommerpause mit neuen Ideen für Oberflächengestaltung und zwar mit Malerkrepp. Ich habe hier ein paar kurze Ausschnitte, worum es in diesem Video geht. Da bin ich also wieder. Hier liegen schon 3 Kreppbänder auf meinem Papier. Und ich habe mal verschiedene herausgesucht. Mal sehen, was wir da heute mit anstellen können. Also hier ein helleres Kreppband, ein normales Malerkrepp. Das auch ist etwas gelblicher. Die Oberfläche ist leicht rau und das Blaue ist ganz glatt. Die Oberfläche ist nicht so saugfähig. Mal schauen, wozu wir das verwenden. Ich arbeite heute auf einem Aquarellpapier, das habe ich schon mit Gesso grundiert. Ihr könnt aber auch gerne auf Keilrahmen oder auf einer Malpappe arbeiten. Das klappt alles wunderbar. Und ich denke, jetzt kann es schon losgehen. Da ich jetzt 2 Beispiele zeige, teile ich das Papier nochmal mit einem Kreppband ab. Für meine erste Version benutze ich das sehr glatte blaue Kreppband. Es klebt sehr eng an der Oberfläche, das heißt, die Ränder sind relativ scharf. Das klebe ich jetzt einfach mal so frei von der Leber weg auf mein Papier und ihr seht, wie es gleich weitergeht. Bevor ich jetzt Farbe auftrage, schaue ich, ob alle Teile gut kleben, drücke sie nochmal fest an und dann mische ich mir meine erste Farbe für den ersten Auftrag. Ich nehme hier ein Ockergelb und ein bisschen Weiß und trage es nicht zu dick auf. Na, ich denke, ich kann noch ein bisschen mehr ins Ocker gehen. Gebe etwas Ocker dazu. Ich brauche nicht darauf zu achten, dass alles gleichmäßig ist. Wenn einzelne Schattierungen zu sehen sind, dann macht das Ganze lebendiger. Erstmal gründlich trocknen, dann folgt die nächste Schicht. Den ganzen Vorgang wiederholen wir. Maskierband aufkleben, gut andrücken und schließlich eine neue Farbe auftragen, diesmal ein Saftgrün. Nach dem Trocknen ein drittes Mal der gleiche Vorgang. Hier habe ich ein Phthalo-Blau mit etwas Weiß gemischt. Dann tupfe ich das Überschüssige ab und nachher werden Stück für Stück die einzelnen Klebebänder wieder abgezogen. Hier seht ihr an den Stellen, wo die ersten Maskierbänder geklebt waren, ist es weiß. Da ich das noch ein bisschen tönen will, gebe ich noch eine ganz dünne Lasur aus Saftgrün darüber.
Das ist also meine erste Version. Ein ähnliches Vorgehen hatte ich schon mal in einem anderen Video. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Nun also mein zweiter Vorschlag. Diesmal verwende ich das etwas rauere, etwas saugfähigere Kreppband. Ich habe etwas Bedenken, dass es später auch gut klebt, da ich es auf dem Bild belassen will. Und so kommt mir die Idee, den Untergrund vorher mit einem Acrylbinder, einem matten Acrylbinder, zu bestreichen, um die Haftung zu verbessern. Der Acrylbinder sollte also nicht trocknen, solange bis ich alles aufgeklebt habe. Ich muss allerdings feststellen, dass der Wasseranteil, der im Binder ist, die ursprüngliche Klebefläche der Kreppbänder unwirksam macht, sodass es eigentlich nicht besonders gut anklebt. Ich streiche dann unter jedes einzelne Stück nochmal etwas von dem Binder nach. Ihr könnt es aber auch ganz ohne den Binder versuchen. Normalerweise hält das Klebeband auch über viele, viele Jahre, wenn ihr danach eine Versiegelung auftragt. Das Ganze wird erstmal gründlich getrocknet. Hier wähle ich eine transparente Farbe, ein Phthalo-Blau, und dieses trage ich nur leicht verdünnt auf die Oberfläche auf. Und hier sieht man schon, dass an den Rändern der aufgeklebten Kreppbänder die Farbe sich sammelt und diese dann deutlicher macht. Die Formen kann man jetzt besser erkennen. Außerdem saugt die Oberfläche des Kreppbandes, die ja nicht versiegelt wurde, die Farbe mehr auf als der Untergrund. Wenn ich jetzt wie hier mit einem nebelfeuchten Fließtuch darüber reibe, sieht man, dass sich vom Untergrund mehr Farbe entfernen lässt als von den Kreppbändern. Das ergibt eine wunderbar zarte Struktur. Hier auf der rechten Seite habe ich etwas länger gewartet bzw. angeföhnt, und wenn die Farbe schon etwas getrocknet ist, kann man nicht mehr so gut etwas davon entfernen. Hier sieht man auch, beim Reiben lösen sich teilweise wieder Enden der Kreppbänder. Das klebe ich nochmal mit Acrylbinder etwas fest. Jetzt erst fixiere ich das komplette Bild mit Acrylbinder und dadurch werden auch letzte Stellen, die nicht kleben, sicher fixiert. Noch gut trocknen, und dann möchte ich auch hier eine Lasur aufbringen. Nochmal ein Saftgrün, und ich möchte es etwas verblenden von oben nach unten. Schön, das sieht ein bisschen aus wie unter Wasser.
Eine tolle Technik, die bestimmt noch weitere Varianten in sich birgt. Vielleicht fällt mir zum Kreppband noch mehr ein. Mal sehen. Für heute soll's genug sein. Bevor ich jetzt das Maskierband am Rand abziehe, muss ich natürlich noch an den Stellen, wo die Kreppbänder den Rand überragen, dort mit einem scharfen Skalpell oder Cutter das Kreppband anritzen, damit sich das Randband auch löst. Hier seht ihr, wie es dann hinterher aussieht. Unten sehr malerisch die Strukturen, oben eher grafisch. Zwei unterschiedliche Arbeitsweisen mit Kreppband. Ich hoffe, ich konnte euch heute neue Tipps geben, neue Impulse setzen und ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Video zum Thema Oberflächen gestalten mit Acryl dabei. Bis dahin, tschüss!